Ja, willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass du da eingeschaltet hast. In diesem Video möchte ich mit euch zusammen den Akkutest der Garmin Apex Pro, in diesem Fall in der neuen 51 mm Variante durchführen. Das heißt also, ich nehme euch bei verschiedenen Workouts mit, zeige euch einfach, wie ja die Verbräuche sind, beziehungsweise wie das über den Tag läuft, wie am Schluss dann die Ladeleistung ist und was da als Ergebnis hinten rauskommt bei meinem Nutzungsverhalten. Ich werde jetzt hier gleich den ersten Lauf starten. Wir haben jetzt aktuell hier schon über 20 Grad. Wir haben nicht mal 10 Uhr morgens. Also da heißt es jetzt auch gleich mal loslaufen, damit es nicht zu warm wird. Und dann wird ihr gleich schon mal beim ersten Workout sehen, was hier die Verbräuche sind. Jetzt schauen wir uns aber erstmal ganz kurz an, wie die Einstellungen der Uhr sind, damit ihr auch so eine kleine Relation habt, was eigentlich dann hier mit getestet wird. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal ganz kurz in die Einstellung und schauen einfach, was hier die Grundlage ist. Wir haben jetzt einmal hier bei der Anzeige, finden wir das Ganze hier während der Aktivität und allgemeine Nutzung, könnt ihr es einstellen. Während der Aktivität habe ich das Display immer ein. Die Helligkeit ist auf Stufe 2 von 3. Redshift, das ist ja ein neuer Modus, das wir haben, wo die ganze Uhr dann hier auf Rot und Schwarz ist. Und wir sehen hier, Armbewegung ist ebenfalls eingeschaltet und die Zeit oder das Zeitlimit ist 8 Sekunden. Das heißt also, nach 8 Sekunden geht der Bildschirm wieder aus. Ihr könnt es bis auf 15 Sekunden erhöhen. Ich habe jetzt quasi so den mittleren Wert. Ich glaube, das ist sogar defaultmäßig 8 Sekunden eingestellt. Allgemeine Nutzung, gleiches Thema, Display an. Helligkeit habe ich jetzt hier noch auf 3 von 3. Das reduziere ich jetzt mal auf 2 von 3. Ich hatte ein Video gedreht, deswegen war das Ganze auf maximal gedreht. 2 von 3 langt aber völlig aus. Und ebenfalls hier alles eingeschaltet, Armbewegung, und hier sind auch dann jeweils die 8 Sekunden eingeschaltet. Und wir haben dann noch den Pulsoximeter, den habe ich natürlich auch laufen. Der läuft hier 24/7 durch, beziehungsweise auch die Herzfrequenzmessung. Den Pulsoximeter haben wir hier beim Health. Und sehen wir hier, der hat jetzt auch schon die ganze Zeit gemessen. Der wird auch weiterhin messen, als natürlich auch dann die Herzfrequenzmessung. Ich habe jetzt gerade die Uhr nochmal geladen, deswegen sind hier keine Daten da. Aber auch hier werde ich die Uhr jetzt dann dauerhaft tragen und dann auch Schlaftracking betreiben etc. Das heißt also voller Einsatz der Uhr, und dann schauen wir mal, was hier an Akkulaufzeit rauskommt. Offiziell habe ich hier ein Garmin-Display drauf. Das ist jetzt aus dem Garmin Connect IQ Store. Das heißt also, es ist offiziell von Garmin zur Verfügung gestellt worden. Und da bekommen wir dann so ein paar Animationen, wenn wir hier drehen. Wir haben auch gerade schon gesehen, wenn das Display dann ausgeht, dann ist nur noch die Uhr in der Anzeige und das Datum. Das ganze andere blendet aus und ist dann schwarz. Wie gesagt, ein offizielles Display von Garmin. Darüber hinaus habe ich dann hier noch ein Batterie-Widget, was ich hier nutze. Wir sehen jetzt hier Akkuladung 99,8% sind es noch. Und 7,5 Tage ist jetzt hier die prognostizierte Zeit. 0,558% wird jetzt als Stundenwert angegeben im Durchschnitt. Aber ich habe jetzt auch viel gefilmt, wo ich dann maximale Lichtstärke hatte etc. Also das ist ein bisschen, das Ergebnis ist jetzt ein bisschen verfälscht. Wir müssen einfach mal gucken, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Wir merken uns einfach mal die Zahl. Wir sehen jetzt hier auch den Tagesdurchschnitt 13,39% pro Tag. Und jetzt gucken wir einfach mal, wie sich das bei der normalen Nutzung ohne irgendwelche Videodrehs hier widerspiegelt. Ich werde jetzt aber eine Aktivität starten, und zwar werde ich hier laufen gehen. Wenn wir hier reingehen, dann sehen wir auch schon, ich habe einen täglichen Trainingsvorschlag, den nutze ich jetzt aber mal nicht. Ich möchte einfach hier ein bisschen Berglauf machen. Sind auch hier oben schon die schöne GPS-Übersicht, die wir haben. Wir laufen, oder beziehungsweise ich laufe hier alles jetzt im maximalen Modus. Das heißt also, ich werde hier auch Multiband-GPS nutzen, einfach nur um zu zeigen, wie das Ganze hier im maximalen Modus aussieht. Dann haben wir hier automatische Ausweis noch eingestellt. Das ändern wir jetzt ab auf Multiband-GPS. Das heißt also hier dann nur noch Multiband-GPS. Und wir sehen das auch gleich hier oben in der Anzeige. Bekommt es auch mittlerweile sehr gut angezeigt, was hier eingestellt ist. Von daher wisst ihr dann immer, was der aktuelle Stand ist bei euren GPS-Daten. Ja, dann würde ich sagen, laufen wir los. Ich habe jetzt kein Brustgurt verbunden, auch nichts anderes. Ich werde jetzt einfach hier ganz normal Lauf machen, und die Messung im Brustgurt mache ich dann mit der Form 965, um dann hier auch Vergleichswerte zu bekommen zwischen den beiden Uhren, beziehungsweise um den Sensor auch zu testen. Ja, der Lauf hat jetzt sein Tribut gezollt. Ich bin wirklich am Arsch. Ich bin jetzt 150 Höhenmeter gelaufen und in den Weinbergen in der Sonne, und das war über knapp 24, 25 Grad schon. Ich bin einfach fertig. Aber das interessiert euch nicht. Interessiert euch ja die Daten, was auf der Apex Pro steht, beziehungsweise was der Akkuverbrauch war. So, dann wollen wir mal auf den Akkuverbrauch schauen. Wir sehen hier 8,64 Kilometer, 741, 150 Höhenmeter waren es, 1 Stunde 6. Jetzt gehen wir mal auf Speichern. Dann sehen wir mal ganz kurz erstmal, wie lange das dauert im Speichern und die Daten, die dann hier aufgelistet werden. Wir sehen hier, das Speichern geht recht schnell, schneller als bei Instinct 2X.
Und wir sehen jetzt hier nochmal eine kleine Übersicht. Wir bekommen einmal eine Pace-Übersicht angezeigt, als auch die Herzfrequenz. Falls hier so ein bisschen so Streifen durchgehen, das liegt einfach am Handy, an der Frequenz im Film, da bitte ich zu entschuldigen. Und wir sehen jetzt auch hier dann die Herzfrequenzbereiche, wo wir trainiert haben, als auch die Leistung wird gemessen. Und diese Leistung hier am Handgelenk, also ich habe jetzt hier keinen Gurt oder sowas dabei. Wir sehen jetzt hier auch die Synchronisation ist abgeschlossen. Als dann auch hier nochmal die Höhen, sehen wir hier auf 166 waren sogar zu 165, also 1 Meter Abweichung haben wir jetzt hier drin. Das ist aber im Toleranzbereich. Dann Trainingseffekt, aeroben, anaeroben Bereich, Belastungsfokus, beziehungsweise nicht Belastungsfokus, sondern die Belastung fürs Trainingsload. Und natürlich noch den Trainingszustand VO2 Max ist gleich geblieben. Aktuelle Belastung 525, Erholung 38 Stunden. Und Akklimatisierung ist auf 57% gestiegen. Kein Wunder, es war jetzt auch echt heiß in den Weinbergen. Also da die Reflexion auch von Asphalt und so. Ja, genau. Das ist jetzt einmal die Aktivität. Wie gesagt, alles im Multiband. Und wenn wir jetzt ganz kurz auf den Akkustand schauen, dann sehen wir hier aktuell 96% glatt. Ich blende jetzt mal hier die Differenz ein und was das Ganze hier hochgerechnet bedeutet hat. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Jetzt ist Bettgehzeit. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie viel Akkuverbrauch wir dann auch beim Schlafen haben. Und die Uhr ist schon in den Schlafmodus gegangen. Wir sehen jetzt hier, das ist das Display, wie es dann ist, wenn ihr ins Bett geht, beziehungsweise wenn der Schlafmodus angeht. Dann seht ihr, da wird das Ganze dunkel und die Gestensteuerung funktioniert auch nicht mehr. Ihr müsst dann einfach oben hier mal kurz die Taste drücken, damit ihr dann das Display seht. Wenn wir dann oben links die Taste gedrückt haben, sehen wir hier 22:36 Uhr. Und ich würde sagen, ich wünsche euch doch mal eine gute Nacht. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben jetzt den 12. Juni, 6:53 Uhr und jetzt schauen wir mal gleich auf den Akkustand, beziehungsweise ihr bekommt ja mit der Uhr dann auch immer jeden Morgen einen Morgenbericht und dann schauen wir den jetzt mal einfach kurz an. Ja, wie ihr seht, das Design hat sich nicht verändert. Es ist noch wie bei der Apex, leider nicht so wie bei der 965. Ich verstehe nicht, warum man da hier Unterschiede macht, aber ja. Wir sind hier einmal die Temperatur, beziehungsweise Maximaltemperatur und die Minimaltemperatur war 13 Grad. Aktuell sind 17, 30 Grad wird es heute. Als auch so ein bisschen hier die Sonne und dann welche Uhrzeit wir haben. Jetzt gehen wir einfach mal ganz kurz durch. Wir bekommen im Morgenbericht jetzt einmal das Wetter angezeigt. Ihr könnt hier selber individuell in Garmin Connect einstellen, beziehungsweise auch ausstellen, wenn ihr das gar nicht haben wollt. Und wenn ihr dann in die Widgets hineingeht, beziehungsweise draufklickt, dann kommt ihr sogar dann in die Widgets hinein und seht hier eine kleine Übersicht. Und ihr könnt gerade sehen, die Uhr ist nicht synchronisiert. Das sieht man einfach daran, dass jetzt hier bei stündlich nur die nächsten 2 Stunden da sind und der Rest fehlt. Dann bekommt ihr eine Übersicht des Schlafs natürlich nochmal, ob der gut oder schlecht war. Als natürlich auch die Garmin Body Battery, wie der aktuelle Stand ist. Wie auch dann die Trainingsbereitschaft. Wir sehen jetzt hier 61, gestern war ich laufen hier im Berg. Und ja, gut, ich glaube so ein bisschen Radfahren, das wäre noch drin. Aber hier sehen wir dann so ein bisschen Schlaf war jetzt nicht so toll. Ansonsten sieht es eigentlich alles recht gut aus. Dann haben wir natürlich noch die täglichen Trainingsvorschläge, in diesem Fall jetzt fürs Laufen. Als auch der Herzfrequenzvariabilität, die ist so ein bisschen oberhalb. Und natürlich dann hier noch das, was im Kalender steht. Bei mir, ich habe so eine Dehnübung jedes Mal drin für meinen Hals. Und dann sehen wir auch schon, du bist dann bereit für den Tag. Ja, das ist so der Garmin Morgenbericht, beziehungsweise der Morgenbericht für die Apex. Sehen wir jetzt hier 6:56 Uhr. Und dann würde ich sagen, starten wir mal in den Tag. Und das Wichtigste habe ich natürlich vergessen, der Akkustand liegt momentan bei 87%. Ja, ihr seht, die Sonne blendet mich. Heute Abend möchte ich noch ein kleines bisschen laufen gehen und vielleicht so ein bisschen im Schatten, weil ich habe jetzt eine neue Uhr und will die auch noch gleich mit testen. Und ja, wir schauen jetzt einfach mal, was hier der Akkustand bringt, beziehungsweise was den Akkuverbrauch angeht. Ich werde nämlich heute im SatIQ-Modus laufen. Das heißt also, die Uhr wird selber hier das beste GPS suchen. Darüber hinaus trage ich sie jetzt rechts. Das heißt also, ich habe auch einen Brustgurt verbunden, weil ich habe jetzt alle Herzfrequenzdaten gesammelt, die ich haben möchte. Und von daher, ja, trage ich die Uhr jetzt einfach rechts und ihr solltet eigentlich normalerweise die Uhr links tragen, um hier genaue Werte zu bekommen. Deswegen will ich einfach nur anmerken, dass jetzt hier auch der Brustgurt angeschlossen ist. Ja, wenn wir uns die Apex Pro anschauen, also wie gesagt, wenn es hier so ein bisschen durchläuft, das liegt an der Frequenz vom Film und im Display, es liegt einfach an der Sonne, weil das Display so hell macht. Ihr seht auch, ich habe hier das Standard-Display so ein bisschen verändert. Das ist ein Garmin Standard-Display. Wir können ja die Displays auch anpassen, das heißt farblich als auch die Daten. Ich werde demnächst noch ein Tutorial dazu machen, dann zeige ich euch mal, wie das Ganze hier funktioniert. Wir sehen jetzt auch hier 82% haben wir aktuell, 17:35 Uhr. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal direkt den Lauf. Jetzt sehen wir auch, wenn wir die Aktivität starten, steht oben nur noch GPS und nicht mehr Multiband, sondern einfach nur noch GPS. Ja, dann sagen wir, legen wir los.
Ja, über 30 Grad, 160 Höhenmeter, 6,58 Kilometer, also 6,6 Kilometer. Die weisen gerade hier in Tribut und ich muss jetzt abbrechen. Die letzten 1 Kilometer laufe ich jetzt heim. Kreislauf geht gerade so hoch. Ich habe zwar viel zu trinken dabei gehabt, aber das soll man halt einfach mal aufhören. Das ist auch ganz wichtig, das zu machen, wenn ihr nicht mehr könnt. Also ich bin jetzt hier nicht der Moralapostel, aber hört auf euren Körper, egal was die Daten sagen. Wenn es nicht mehr geht, geht es nicht mehr. Morgen ist ein neuer Tag, da geht es auch wieder vorwärts. Ja, wir sind jetzt hier 6,62 Kilometer, 50 Minuten. Pace, ich stehe. Ja, und den einen Höhenmeter, den ich gestern nicht runtergelaufen bin, den habe ich heute geschafft. 158, 160. Und wir sehen auch Daten bei TradingPeaks werden hochgeladen. Strava, alles wird unterstützt. Ja, wir sehen auch Trainingseffekt liegt wieder bei Belastung wieder bei 122. Aerob 3,5, Anaerob 0,1. Ja, und der Akkustand ist bei 80,5%. Das heißt also, ich rechne euch dann auch wieder hoch, was das Ganze hier bedeutet. Wie gesagt, seit IQ war das Ganze. Ja, jetzt habe ich 2 Tage Pause gemacht und jetzt gibt es nochmal einen kleinen Lauf. Und der Akkustand der Apex Pro ist immer noch sehr gut. Wir haben jetzt schon einige Tage hinter uns, auch schon 2 Läufe gemacht. Und heute steht was mit Navigation an. Einfach nur mal zu gucken, wie der Akkuverbrauch ist und einfach mal zu schauen, ob sich bei der Navigation irgendwas Gravierendes geändert hat. Ja, wir sehen jetzt, heute haben wir den 15. Juli. Und wenn wir jetzt mal reinschauen, wir sehen, der Akkustand ist momentan bei 53,2%. Das heißt also 0,493% pro Stunde aktueller Entladung. Und ich hatte eigentlich geplant, das Video am Sonntag rauszubringen, aber die Uhr hält länger durch, als ich das doch dann gedacht habe. Und das ist eigentlich was Positives. Ja, dann würde ich sagen, starten wir mal die Navigation. Das ist hier ganz einfach. Ich habe jetzt eine Strecke auf Komoot geplant und jetzt gehen wir einfach hier ins Laufen hinein. Wir sehen hier, wir bekommen auch unsere täglichen Trainingsvorschläge wieder angezeigt. Wir wollen jetzt aber hier ganz normal nicht Training machen, sondern hier Navigation. Dafür gehen wir in Navigation hinein. Ihr habt ja mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt zum Beispiel Around Me machen. Das heißt also, ihr könnt dann schauen, was alles so um euch herum ist. Wir können jetzt die Strecke machen, die wir gleich machen. Oder ein Round-Trip-Routing. Da gibt der Garmin einfach eine Strecke vor, der Uhr einfach eine Strecke vor, ob ihr Ost, West, Nord fahren, laufen wollt. Und wie viele Kilometer. Und dann errechnet ihr anhand der Heatmap eine Strecke. Ja, oder ihr könnt gegen eine andere Aktivität, die wir schon gemacht haben, nochmal antreten, beziehungsweise euch dann nochmal navigieren lassen, falls ihr dann hier dagegen antreten wollt oder sogar das Ganze nochmal machen wollt, was so schön war. Die ganze Strecke ist hier auf Komoot geplant. Ich habe jetzt auch nichts angepasst mit Wegpunkten etc. Das haben wir jetzt hier nicht. Hier Lauf zu Bismarck, 8,88 Kilometer. Und wir könnten jetzt einen Pace Pro Plan hinterlegen, der uns einfach sagt, wie schnell wir laufen sollen. Oder wir könnten uns auch nochmal das Ganze auf der Karte anschauen. Dann sehen wir nochmal die Strecke. Das Flackern bitte ich zu entschuldigen, weil das ist tatsächlich jetzt hier wegen der Frequenz im Film. Das kriege ich nicht ganz so raus. Ja, das Höhenprofil könnt ihr euch dann vorab nochmal anschauen. Wir sehen hier, so ein bisschen hoch geht's. Und dann würde ich sagen, laufen wir jetzt auch dann gleich mal los. Ja, ihr bekommt einmal schon die Abbiegehinweise angezeigt. In 1,07 Kilometer ist dann die Abbiegung. Und wir sehen auch hier schön wunderbar, die Straßennamen sind auch in der Karte dabei. Aber mehr dazu gibt es natürlich dann hier beim Navigationstest der Apex Pro. Ja, was auch schön zu gelten kommt, wir werden jetzt gleich diesen Hügel da hochlaufen. Und wenn wir uns die neue schöne Karte anschauen, können wir auch gut erkennen, ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann, dass hier auch so ein Hügel eingezeichnet ist, beziehungsweise dass wir hier so eine kleine Erhebung oben haben, wo wir gleich hochlaufen. Ein bisschen ausrichten. So, jetzt sind wir richtig ausgerichtet. Und dann sehen wir es auch schon, den Hügel, den wir jetzt hier rechts haben. Die Karte ist richtig ausgerichtet. Wir sehen hier, da ist der Hügel. Ja, und die Wattmessung im Handgelenk darf natürlich auch nicht fehlen. Die bekommt ihr auch bei der Navigation. So, nach 8,31 Kilometer und 1 Stunde 9 mache ich jetzt hier Ende. Gelände aus die Maus. Ich bin fertig. Ja, wie ihr seht, ziemlich fertig. Schön war es, aber trotzdem irgendwie anstrengend und warm. Jetzt schauen wir mal auf den Akkustand. Das Ganze war jetzt, wie gesagt, im Multiband und mit Navigation. Ja, und der Akkustand liegt bei 48,1%. Ich rechne euch das wieder hoch, wie das Ganze dann hier hochgerechnet aussieht. Aber wie gesagt, es kann immer so ein bisschen variieren, je nachdem, wie ihr lauft, was für ein GPS-Signal ihr nutzt. Multiband ist natürlich das Stromfressendste, was es gibt. SAT-IQ würde ich normalerweise nehmen, aber ich möchte für den Akkutest so viel wie möglich ausprobieren und da gehört es halt auch dazu. Ja, heute nächster Tag, heute ist der 17.06. Ich werde jetzt hier gleich eine Radtour machen. Es ist wieder entspannt warm, es hat nicht geregnet. Ich bin mal gespannt, wie es im Wald wird. Das ist die einzige Möglichkeit, hier vernünftig zu fahren. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, mit der Garmin Apex Pro die Herzfrequenz zu senden. Das aktiviere ich jetzt einfach mal im Schnellauswahlmenü.
Und wenn ihr es gestartet habt, sieht das Ganze hier so aus. Und dann habt ihr die Option, das Ganze hier auf dem Edge 1040 zum Beispiel zu verbinden. Das geht aber mit vielen. Gehen wir einfach hier auf die drei Striche und auf die Sensoren. Dann sagen wir jetzt Sensoren hinzufügen. Sagen wir Herzfrequenz. Und jetzt lassen wir ganz kurz suchen. Und dann sollte er eigentlich normalerweise auch gleich hier die Apex finden. Ja, sieht man schon Herzfrequenz. Und dann könnt ihr es theoretisch hier dann auch, ja, senden. Ich mache es jetzt nicht, weil ich habe einen Brustgurt an. Und so habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, hier eure Herzfrequenz von der Uhr auf das Edge-Gerät zu übertragen. Darüber hinaus habt ihr bei den Sensoren auch die Möglichkeit, hier den Leistungssensor zu verbinden. Wir haben jetzt hier die Rallye-Pedale, die ist hier unten momentan verbaut. Das heißt also, die wird auch hier entsprechend Daten sammeln, beziehungsweise die Uhr Daten sammeln. Und das ist natürlich auch wieder so ein kleiner Energieverbrauch. Ne? Aber ja, das hält sich so halbwegs im Rahmen. Das ist meistens mit ANT Plus verbunden. Ihr habt aber Möglichkeiten auch von Shimano die DI2-Schaltung zu verbinden. Ich habe zum Beispiel jetzt hier meine Gravel-Schaltung verbunden von SRAM. Ich habe eine E-Tab-Schaltung und die funktioniert auch auf der Uhr. Und da könnt ihr das Ganze dann auch miteinander verbinden. Wir starten jetzt bei 32,8% Akkustand. Und wir machen jetzt heute eine längere Tour. Und wie gesagt, hier wird die Herzfrequenz über die Uhr gemessen. Ihr bekommt natürlich bei Climb Pro auch einen farblichen Unterschied, was die Steigung angeht. Ich weiß gar nicht, ob man das so gut erkennen kann. So rot, grün, orange, also alles an Steigungsqualitäten dabei. Aktuell geht das Ganze nur mit Navigation. Es soll aber auch kommen, dass es dann ohne Navigation geht. Das heißt also, die Uhr erkennt dann, wenn ihr am Berg seid. Das ist zumindest am Update angekündigt. Ich bin schon mal gespannt. Und wenn ihr Wattpedal habt, könnt ihr natürlich hier auch die Stamina nutzen. Wir sehen hier 32,5 Kilometer bei meiner aktuellen Leistung. Wären jetzt hier noch als Reserve übrig. Und jetzt steigt es gerade, weil ich jetzt stehe und mich erhole. Und was natürlich nicht fehlen darf, ist dann die Wattmessung. Wir sehen jetzt hier, ich drücke gerade 113 Watt. Und wir bekommen unten auch immer die Abbiegehinweise angezeigt bei der Navigation. Und eine Trittfrequenz von gerade mal 60. Mach gerade langsam, wenn ich hier filme. Ja, und hier vorne läuft dann der Edge mit. Schön im Wald, sehr schön angenehm. So muss sein. Ja, die neuen Karten sind einfach toll. Ich habe jetzt das neue Layout nochmal drauf. Und wir sehen auch wunderbar hier schön die berglichen Erhöhungen, beziehungsweise auch alle Waldwege sind da drauf. Also da kann man wirklich nichts sagen. Also die Karten von Garmin sind im Standard schon wirklich sehr gut. So, jetzt mache ich gerade eine kleine Rast. Irgendwas zu essen brauche ich auch noch. Und da kann man die Uhr dann auf Pause stellen. Es geht noch nicht weiter. Wir sind hier 2 Stunden 31. Also die absolute Zeit werde ich jetzt nicht fahren, die wir nachher gleich sehen, weil das Ganze auf Pause steht. Aber das muss sein. So, jetzt beenden wir mal die Tour. 38,46 Kilometer, 2 Stunden 43. So sehen wir hier, Herzfrequenz angepasst, Standard, Laufen, Radfahren. Hat sich jetzt verändert. Also die Uhr passt es dann auch regelmäßig an. Das bekommen wir hier mal schön angezeigt. Und wir bekommen auch so eine Meldung, dass zu unser Powermeter ein Update hat. Interessant. Okay, dann können wir auch das Update drauf spielen. So, da haben wir die letzte Radtour. 38,46 Kilometer, 2 Stunden 43. Kommen einmal in die Übersicht der Geschwindigkeit, sehen hier Berge, haben mir ein Tribut gezollt und das ist nochmal das Höhenprofil, das wir gefahren sind. Wir sind hier schön hoch und dann am flachen zurück. Ihr bekommt die Herzfrequenz angezeigt, die Bereiche, wo ihr wart und natürlich dann auch hier, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Leistungsmesser angebunden habt, dann auch die Leistungswerte, als natürlich auch den Trainingseffekt und die Belastung. Wir sehen jetzt hier 170, das ist dann fürs Trainingsload wieder interessant und so habt ihr das Ganze dann hier auf der Garmin Apex Pro. Was den Akkustand angeht, haben wir jetzt 23,3%. Das heißt also in SATA-Q-Modus, Navigation und verbundene Rallye-Pedale. Herzfrequenzsensor war nicht verbunden. Und dann seht ihr dann, ich blende es auch wieder ein, was hier die hochgerechnete Dauer dann gewesen wäre, wenn wir es jetzt komplett genutzt hätten. Das heißt also, ich bin eigentlich sehr zufrieden. Wir sind jetzt immer noch bei 24% und jetzt haben wir schon Samstag, also top. Kann mich nicht beklagen, was die Akkulaufzeit angeht. Ja, jetzt haben wir Sonntag, den 18. und ihr seht, wenn wir jetzt mal in den Akkustand gehen, wir haben jetzt aktuell 11%. Ich werde die Uhr jetzt aufladen, einfach in dem Sinne, dass ich dann morgen wieder eine volle Uhr habe. Es wird mir zwar bis morgen, Mittag, Abend noch lang, aber ja, ich lasse die Uhr nicht so ganz gerne tiefenentladen, weil dann der Akku dann auch ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wird. Wir können jetzt einfach mal schauen, seit dem letzten Laden sind hier durchschnittlicher Akkuverbrauch von 0,499%. Was wir an Aktivitäten gemacht haben, habt ihr jetzt gesehen.
Ich werde jetzt wie gesagt anschließen und das Ganze nochmal vollladen. Die Uhr lädt auch sehr schnell auf, das heißt also, wenn ihr jetzt hier 10 Minuten die Uhr an Kabel dranhängt, dann langt es auf jeden Fall für einen Workout für 1-2 Stunden, das ist kein Problem. Ja, einen kleinen Zwischenbreak, ganz kurz zu gucken. So, wir haben jetzt hier schon wieder 23,3% aufgeladen und wir sehen jetzt auch hier 36, das heißt also nicht mal 10 Minuten haben wir hier schon deutlich an Akkulaufzeit wieder gewonnen. Das heißt also, das Aufladen der Apex Pro ist hier auf jeden Fall kein Problem, vor allem, wenn es mal kurzfristig sein soll. Und die Uhr lädt hier wirklich sehr schnell auf. Ja, jetzt zeige ich euch noch ein paar Tipps und Tricks, wie ihr dann hier die Akkuzeit verlängern könnt, welche Einstellungen ihr da vornehmen könnt. Weil wie gesagt, das Ganze ist ja hier auf maximal dem Möglichen gelaufen, was hier geht. Ja, wie angesprochen, schauen wir uns einmal an, was wir alles einstellen können, um hier die Akkuzeit ein bisschen zu verlängern. Natürlich das erste hier klassisch, dass wir hier das Always-On-Display abschalten können bzw. einstellen können. Dafür gehen wir jetzt einfach hier ganz oben auf die Einstellung, sehen wir hier unter System und dann gibt es hier die Möglichkeit unter Anzeige das Ganze einzustellen. Das heißt also, hier könnt ihr dann Always On an- und ausstellen. Wir sehen jetzt hier, es gibt einen Unterschied zwischen während der Aktivität, allgemeine Nutzung und beim Schlaf. Ich zeige das Ganze jetzt einfach mal unter der allgemeinen Nutzung, das ist bei den anderen dann genauso. Gehen wir mal rein. Hier habt ihr einmal die Möglichkeit, das Always On, wie gesagt, einzuschalten. In diesem Fall wäre es dann für längere Akkulaufzeit sinnvoll, das abzuschalten. Und ihr könnt auch die Helligkeit einstellen. Das heißt also, ich habe hier jetzt 2 von 3 gehabt. Ihr könnt aber auch 1 auf 3 gehen. Oder ja, maximal ist natürlich hier auch maximaler Akkuverbrauch. Dann gibt es noch die Möglichkeit, hier die Armbewegung ein- und auszuschalten. Das heißt also, dass ihr selber die Uhr einschaltet. Momentan ist es so, wenn ich den Arm bewege, dann geht die Uhr an. Und so habt ihr dann hier das Display eingeschaltet. Ebenfalls ist dann das Zeitlimit auch noch ein Faktor. Das heißt, das Zeitlimit sagt ja einfach, wie lange ist das Display an, beziehungsweise wird die Zeit angezeigt. Sehen wir hier, 8 Sekunden ist der Standard und es gibt bis zu 15 Sekunden, habt ihr die Möglichkeit. Und ihr könnt es natürlich auf 4 Sekunden runterdrehen. Dann habt ihr natürlich auch hier nochmal eine längere Laufzeit. Die nächste Option, die wir haben, ist dann auch bei den Sensoren. Und zwar ist es so, dass die Garmin-Uhren mittlerweile automatisch die Sensoren erkennen können. Das findet ihr unter Sensoren und Zubehör. Und da sehen wir jetzt hier, Autoerkennung ist bei euch normalerweise eingeschaltet. Das heißt also, die Uhr erkennt auch ständig oder ja, sucht immer mal wieder nach Bluetooth ANT Plus Verbindung und zeigt euch dann auch an, dass jetzt hier ein Sensor in der Nähe ist und möchte diesen hier verbinden. Das habe ich wie gesagt ausgestellt, weil ich eigentlich das selber dann ja einstellen möchte bzw. verbinden möchte. Und ihr könnt natürlich jetzt hier die Sensoren, die schon verbunden sind, sehen jetzt hier Suche läuft, da können wir einfach reingehen und sagen hier einfach Suche läuft nicht mehr und so wird das Ganze hier nicht automatisch ständig gesucht, sondern einfach hier direkt, ja, beim nächsten Mal, wenn ihr dann wollt, müsst ihr es wieder einstellen und so habt ihr auf jeden Fall auch die Möglichkeit, hier die Akkulaufzeit etwas zu reduzieren, weil die Uhr jetzt nicht ständig Sensoren sucht. Ist natürlich nicht so komfortabel, aber zumindest ist das hier eine Option. Die nächste Option ist natürlich auch hier, ihr könnt den Energiesparmodus nutzen. Das heißt also, die Uhr bietet ja auch hier ein Power Management an. Das bedeutet, wenn wir jetzt reingehen, es gibt einmal den Energiesparmodus, ganz klassisch, den könnt ihr einstellen. Dann bekommt ihr wirklich noch rudimentär die Daten angezeigt und auch hier die Akkuwarnung kann eingestellt werden, wenn euch das Ganze hier zu früh ist. Als auch hier die Energiemodi, die wir haben. Wir sehen jetzt hier, es gibt einmal eine verlängerte, da ist dann der Satellit anders eingestellt, können wir reingehen, sehen wir hier nur GPS. Musik zulassen, Telefon nicht ändern, Handgelenk nicht ändern. Das heißt also, hier haben wir dann so ein paar Sachen, die wir hier verändern können, beziehungsweise hier eingestellt sind. Und so gibt es natürlich dann hier auch im maximalen Modus, wenn wir hier mal reingehen, sehen wir auch schon hier, zum Beispiel Ultra-Track ist dann der Satellit, der eingestellt ist, Musik ist deaktiviert, Telefon ist nicht verbunden, das heißt also, Bluetooth-Verbindung wird aufgelöst, beziehungsweise ist nicht da, Pulsoximeter ist ausgestellt und Display immer an. Also ihr seht hier, ist dann einiges schon vorgefertigt. Ihr habt dann natürlich aber auch die Möglichkeit, eigenen Energiemodis zu erstellen. Das heißt also, wenn euch irgendwas nicht passt, könnt ihr hier selber eine machen, die jetzt für euch ideal ist. Wir sehen hier, wir haben hier mehrere defaultmäßig schon dabei auf der Uhr. Zu guter Letzt, was noch ein Akkufresser ist, auch der Pulsoximeter, der hier ständig durchläuft. Natürlich auch der Herzfrequenzmesser, falls ihr jetzt 24/7 keine Herzfrequenzmessung braucht, könnt ihr das Ganze dann auch hier einstellen. Einmal hier beim Herzfrequenzsensor können wir reingehen, hier oben rechts dann drauf drücken, dann sagen wir hier Einstellungen. Und dann können wir das Ganze natürlich hier auch ausstellen. Das heißt also hier nicht mehr automatisch, sondern nur noch dann, wenn wir das Ganze möchten. Also gehen einfach mal hier drauf und dann wird hier ja, die ganzen Sachen abgestellt. Das heißt also Body Battery, Stressmessung, Pulsoximeter-Daten gehen alle nicht mehr. Und so ja, wäre das Ganze dann abgeschaltet. Macht natürlich eigentlich keinen Sinn, wenn man das Ganze nutzen möchte. Ist aber wie gesagt eine weitere Option, falls ihr das ja, nicht braucht, nicht notwendig ist.
Das letzte ist natürlich auch den Pulsoximeter selber einzustellen. Das heißt also den separat auszustellen. Wir sehen hier, ich habe jetzt eine 24/7-Messung eingeschaltet gehabt. Auch hier geht er einfach rein und dann sagen wir hier, nein, ich möchte nicht nochmal messen. Sagen wir einfach jetzt hier oben, gehen wir schnell rein, dann sehen wir hier Einstellungen und auch hier können wir dann sagen Pulsoximeter manuell Überprüfung beim Schlafen oder den ganzen Tag. Das sind diese Optionen, die ihr hier einstellen könnt, um hier die Akkulaufzeit dann entsprechend zu verlängern. Ja, das waren jetzt so ein paar kleine Tipps, was ihr da einstellen könnt, um hier die Akkulaufzeit zu verlängern. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt jetzt mal einen kleinen Eindruck bekommen, wie die Akkulaufzeit der Apex Pro in der 51 mm Variante ist. Das ist also quasi die größte Uhr, die ihr jetzt mittlerweile von der Apex-Reihe bekommen könnt. Schreibt doch auch mal gerne in die Kommentare, wie so deine Erfahrung jetzt mit der Apex Pro ist, falls du diese jetzt schon hast. Das würde mich auf jeden Fall auch mal interessieren. Es kommt jetzt auch demnächst der Test der Uhr. Falls euch solche Sachen interessieren, lasst auch gerne ein Abo da. Wenn dich noch mehr Themen rund um Garmin interessieren, ich habe ja eine Playlist rund um Garmin, die verlinke ich dir mal. Da kannst du mal reinschauen, beziehungsweise wenn du neu auf dem Kanal bist, ich verlinke dir auch meine Best-of-Playlist meines Kanals. Ich habe zu der Uhr auch ein sehr ausführliches Review gemacht über alle Funktionen. Das verlinke ich dir auch mal, kannst du mal reinschauen, was die Uhr alles hier so zu bieten hat. Ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Zeit. Lass gerne einen Daumen hoch da, wenn es dir gefallen hat. Tschüss, bis zum nächsten Mal.